Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob die Art und Weise, wie Sie in der Arztpraxis sprechen, Ihre Behandlung leiser verschlechtert, ohne dass Sie es merken? Viele ältere Menschen erleben genau das. Nicht wegen falscher Worte oder fehlender medizinischer Begriffe, sondern wegen kleiner Gesprächsgewohnheiten, die über ein ganzes Leben entstanden sind und beim Arzt plötzlich gegen sie arbeiten. Ärzte können nur mit dem arbeiten, was man ihnen gibt. Und wenn Informationen zu weich, zu vorsichtig, zu vage oder zu freundlich formuliert sind, entstehen Lücken. Lücken, die über Diagnosen entscheiden, über Medikamente, über das, was früh erkannt wird oder viel zu spät. Dieses Video zeigt 5 unscheinbare Wahrheiten darüber, wie ältere Menschen oft mit Ärzten sprechen und wie genau diese Muster ihre Gesundheit leise gefährden können. Nicht um Schuld zu geben, sondern um Klarheit zu schaffen. Denn Klarheit schützt. Sie schützt ihre Zeit, ihre Behandlung und manchmal sogar ihr Leben. Kommen wir zur ersten Wahrheit. Eine der häufigsten und gleichzeitig gefährlichsten Gewohnheiten ist, Symptome zu verharmlosen. Ach, das ist nichts. Nur ein kleiner Schmerz. Ich will kein Aufhebens machen. Diese Sätze wirken höflich, bescheiden, rücksichtsvoll, aber sie sind ein Schleier. Ein Schleier, der verhindert, dass der Arzt das volle Bild sieht. Ärzte bauen Diagnosen aus Puzzleteilen. Wenn sie ein Teil verkleinern oder verschweigen, fehlt dem Arzt die entscheidende Ecke. Viele ältere Menschen tun das aus Gewohnheit. Ein Leben lang stark gewesen. Ein Leben lang nicht klagen wollen. Ein Leben lang Rücksicht nehmen. Doch die Medizin funktioniert nicht nach Demut, sondern nach Information. Ich erinnere mich an Erika, 77, eine Frau, die ihr Leben lang niemandem zur Last fallen wollte. Wochenlang spürte sie ein Drücken im Brustkorb. Kein Schmerz, eher ein Gürtel, der jeden Tag etwas enger wurde. Sie erwähnte es nur nebenbei, fast flüsternd, als wäre es eine Unanständigkeit, darüber zu sprechen. Der Arzt wurde sofort hellhörig. Ein paar Tests später stand fest, es war ernst. Gut behandelbar, aber nur, weil sie es diesmal überhaupt erwähnt hatte. Was wäre gewesen, wenn sie wieder geschwiegen hätte? Beschwerden herunterzuspielen ist kein Zeichen von Stärke, sondern ein Risiko. Wenn etwas 3 Wochen anhält, sagen Sie 3 Wochen. Wenn Schmerzen Sie im Alltag einschränken, sagen Sie es. Wenn es Sie nachts aufweckt, sagen Sie das. Es ist keine Klage. Es ist eine klare, respektvolle Weitergabe von Fakten. Und genau diese Fakten entscheiden über die Qualität Ihrer Behandlung. Geben Sie dem Arzt das ganze Bild, denn Ihr Körper flüstert nicht ohne Grund. Und der Arzt kann nur hören, was Sie laut genug aussprechen. Eine weitere stille Gefahr liegt darin, in allgemeinen oder unklaren Worten zu sprechen. Ich fühle mich komisch. Irgendwie tut es weh. Es ist schwer zu erklären. Für Freunde funktioniert das, für Familie auch, aber nicht für einen Arzt. Ein Arzt ist kein Gedankenleser. Er muss präzise hören, was wann geschieht, wie es sich anfühlt, wie lange es dauert und wodurch es schlimmer oder besser wird. Wenn diese Details fehlen, sucht der Arzt im Dunkeln. Ich denke an Karl, 81. Er sagte nur, ich fühle mich schwach. Mehr nicht. Kein Zeitpunkt, keine Auslöser, keine Veränderung im Alltag. Die Ärztin war bemüht, aber sie konnte nur raten. Erst Wochen später, als die Schwäche schlimmer wurde, entdeckten sie eine Blutarmut, die man viel früher hätte behandeln können. Das Problem war nicht die Krankheit, das Problem war die Unschärfe. Es hilft enorm, wenn Sie sich vor dem Termin ein paar einfache Notizen machen. Wann hat es begonnen? Wie genau fühlt es sich an? Was löst es aus? Wodurch bessert es sich? Wie oft tritt es auf? Diese Klarheit ist kein Extra, sie ist Medizin. Sie spart Zeit, verhindert falsche Wege und bringt Sie schneller zur richtigen Behandlung. Je genauer Sie sprechen, desto genauer kann der Arzt handeln. Viele ältere Menschen gehen zum Arzt mit einer klaren Absicht im Kopf und vergessen die Hälfte, sobald sie im Behandlungszimmer sitzen. Das ist normal. Nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Überwältigung. Arztbesuche bringen Stress, Zeitdruck, Erwartungen. Plötzlich redet man über das Erste, was einem einfällt, und die anderen Sorgen verschwinden irgendwo zwischen Tür und Stuhl. Ich denke an Margarete, 74. Sie wollte über ihr Blutdruckmittel sprechen, doch als sie die Praxis verließ, merkte sie, dass sie 2 wichtige Dinge nicht erwähnt hatte. Ihre Schlafprobleme und ihre oft auftretende Schwindelattacken. Wochen später stellte sich heraus, dass alles miteinander zusammenhing. Und all das hätte man viel früher erkennen können,
wenn sie es beim ersten Termin gesagt hätte. Die Lösung ist einfach und unglaublich wirksam. Schreiben Sie vor dem Termin eine kurze Liste. 3 bis 5 Punkte reichen. Im Behandlungszimmer können Sie die Liste abgeben oder neben sich legen. Sie sorgt dafür, dass nichts untergeht und dass die wichtigsten Themen zuerst besprochen werden. Eine Liste ist kein Zeichen von Vergesslichkeit. Sie ist ein Werkzeug, ein Schutz. Ihre Stimme, in schriftlicher Form. Viele Menschen glauben, dass der Arzt sich an alle früheren Diagnosen, Werte und Beschwerden erinnert. Vor allem, wenn man ihn seit Jahren besucht. Doch Ärzte sehen täglich viele Menschen, lesen viele Berichte und haben oft nur wenige Minuten pro Patient. Ihr Arzt weiß viel über Sie, aber nicht alles. Wenn Sie denken, das weiß er bestimmt noch, oder das habe ich letztes Mal erwähnt, das reicht, kann genau das zu gefährlichen Lücken führen. Ich erinnere mich an Johann, 79. Er klagte über Gelenkschmerzen, sagte aber nichts davon, dass er vor wenigen Wochen ein neues Medikament bekommen hatte. Der Arzt verband die Beschwerden nicht damit. Er suchte woanders, testete, untersuchte, wochenlang. Erst später entdeckten sie die wahre Ursache, die Nebenwirkung des neuen Medikaments. Ein Satz hätte alles geändert. Ein einziger. Deshalb ist es so wichtig, zu Beginn eines Termins kurz zu sagen, welche Medikamente Sie neu einnehmen, welche Symptome seit dem letzten Besuch aufgetreten sind, was sich in Ihrem Alltag verändert hat. Das schafft Überblick und spart wertvolle Zeit. Je klarer Sie berichten, desto richtiger und schneller kann Ihr Arzt für Sie handeln. Viele Menschen betreten das Sprechzimmer mit einem Kopf voller Sorgen, Monate voller Beobachtungen, Lebensgeschichten, die man endlich loswerden möchte. Und manchmal reden sie, verständlich, von einem Thema zum nächsten, von früher zu heute, von Nebensache zu Hauptproblem und wieder zurück. Doch ein Arzttermin ist wie ein schmaler Weg. Wenn man ihn mit zu vielen Worten füllt, bleibt kein Platz für das Wesentliche. Ich denke an Ingrid, 77. Sie kam wegen Knieschmerzen. Doch sie begann mit Geschichten über das Wetter, über ihre Nichte, über den Garten. Als der Schmerz endlich zur Sprache kam, war die Hälfte der Zeit vorbei. Der Arzt wollte helfen, aber der Termin war zu kurz, um alles gründlich zu klären. Das heißt nicht, dass man schweigen soll, sondern lassen Sie den Arzt leiten. Sagen Sie zuerst den Kern. Mein Knie schmerzt beim Aufstehen. Ich werde nachts oft wach. Mir ist seit 2 Wochen schwindelig. Danach stellt der Arzt gezielte Fragen. Das ist kein Verhör. Es ist Struktur. Es ist Medizin. Diese Zusammenarbeit, kurze, klare Aussagen von Ihnen, präzise Fragen vom Arzt, schafft Ordnung und sorgt dafür, dass das Wichtigste besprochen wird. Die Art, wie wir beim Arzt sprechen, entscheidet oft darüber, wie gut wir verstanden, behandelt und geschützt werden. Kleine Veränderungen in Klarheit, Mut und Vorbereitung machen einen riesigen Unterschied. Ihr Arzt ist nicht Ihr Richter. Er ist Ihr Partner. Ein Partner braucht Ehrlichkeit, Struktur und die Bereitschaft, gemeinsam an ihrer Gesundheit zu arbeiten. Geben Sie dem Arzt das, was er braucht, damit er Ihnen geben kann, was Sie brauchen.